Eine praktische Steppweste für die Übergangszeit ist wirklich der perfekte Begleiter. Und ich habe dafür 2 Burda-Schnitte für eine Steppweste und für eine Jacke mit Kapuze fusioniert und individualisiert. Die Schnitte findet ihr unter diesem Video verlinkt. Ich habe die Weste um etwa 10 cm verlängert, die Reißverschlussleiste durch eine Druckknopfleiste ersetzt und einen mittigen Kordelzug eingezogen, um die Weste tailliert zu schnüren. In diesem Video zeige ich euch, wie ich außerdem eine abknöpfbare Kapuze gemacht habe. Für die abnehmbare Kapuze beginnen wir mit einer versteckten Knopfleiste am Kragen. Hierfür habe ich mir ein Rechteck zugeschnitten, welches 5 cm breit und so lang wie das Kragenschnittteil ist. Dieses wird anschließend längsmittig zusammengefaltet und zwischen Kragen und Jacke genäht, wobei sich auf der Innenseite die Druckknöpfe verstecken. Seitlich markiere ich im Abstand von 1 cm zum Rand die Nahtzugabe. Die Länge der Knopfleiste zwischen diesen beiden Markierungen, in meinem Fall 52 cm, wird durch die Anzahl der anzubringenden Druckknöpfe geteilt, also 6 Stück. Somit setze ich ungefähr alle 10 cm eine Markierung, die 1,25 cm von der unteren Stoffkante entfernt ist. Diese Punkte verstärke ich zuerst mit Powerdots in 20 mm, um ein Ausreißen der Druckknöpfe zu verhindern. Dafür das Bügeleisen auf die niedrigste Temperatur einstellen und nur mit der Spitze vorsichtig nach und nach die Powerdots anbringen. Von jedem Einzelteil der 12 mm Anorak-Druckknöpfe werden nun 6 Stück benötigt. Zunächst wird das Lochwerkzeug in 2,5 mm in das Vario Creative Tool eingesetzt, der Stoff eingelegt und an den markierten Stellen je ein Loch gestanzt. An die Leiste werden nun die Nieten und die Kugelteile angebracht. Hierfür wiederum das passende Werkzeug in das Vario Creative Tool einsetzen. Die Niete wird in das untere Werkzeug so eingesetzt, dass sie fest in dem Silikonteil sitzt. Nun kann mit dem Powerdot nach unten, also später nach innen zeigend, die Knopfleiste darauf gesetzt werden. Oben wird noch das Kugelteil aufgelegt und jetzt wird der Druckknopf zusammengenietet. Das nun für alle 6 Druckknöpfe wiederholen. Nun die Leiste längsmittig rechts auf rechts falten und die kurzen Seiten zusammenstecken und mit 1 cm Nahtzugabe an der Linie, die wir zuvor schon markiert hatten, zusammennähen. Die Nahtzugabe nach dem Nähen jeweils zurückschneiden. Die Leiste auf rechts wenden und die Ecken schön ausformen. Anschließend die offene Unterkante zusammenstecken. Diese wird nun zwischen den Kragen und den Halsausschnitt der Weste genäht. Dazu die Knopfleiste mit den Kugelteilen der Druckknöpfe nach innen in Richtung Kragen zeigend an die Unterkante des Kragens stecken, wobei auf beiden Seiten die Nahtzugabe frei sein sollte. Um nun eine abknöpfbare Kapuze zu erzielen, machen wir die Gegenstücke der Druckknöpfe an der Unterseite der Kapuze fest. Zuvor wollen wir an der Kapuze noch einen Kordeltunnel an dieser Kante anbringen, weshalb wir uns an diesen Stellen an der Außenseite der Kapuze jeweils eine Markierung für je eine Öse setzen. Die entsprechenden Stellen wiederum mit einem Powerdot versehen und nun benötigen wir Ösen in der Größe 11 mm und das passende Ösenwerkzeugset für das Vario Creative Tool. Zuerst wird das Lochwerkzeug in das Creative Tool eingesetzt und an der entsprechenden Stelle ein Loch gestanzt. Anschließend vom Loch zum Nietwerkzeug für Ösen wechseln, die Öse durch das Loch fädeln, die Scheibe darauf legen und die Öse anbringen. Wenn dies auf beiden Seiten geschehen ist, bügeln wir an den Punkten für die beiden Druckknöpfe, an welchen sich die Kapuze vorne später schließen lässt, noch Powerdots auf der linken Seite auf. Anschließend legen wir die Knopfleiste am Kragen an die Kapuze an und übertragen Markierungen auf die Innen- und Außenseite der Kapuze, wo später die Gegenstücke zu den Druckknöpfen angebracht werden müssen. Auch diese verstärken wir auf der Innenseite der Kapuze mit Powerdots. Dann werden die beiden Kapuzenschnittteile rechts auf rechts ineinander gelegt und rundherum aufeinander gesteckt. Im Gegensatz zu einer an die Weste fest angenähten Kapuze wird auch die untere Kante der Kapuze zusammengesteckt, anschließend einmal um die Kapuze herumnähen, wobei eine ca. 10 cm große Wendeöffnung an der Unterseite freigelassen wird. Durch diese wenden wir die Kapuze nun auf rechts. Die Ecken und Kanten der Kapuze schön ausformen und rundherum von oben knappkantig abstecken. Dabei wird die Wendeöffnung geschlossen. Mit 3 cm Abstand zur Außenkante der Kapuze eine Markierungslinie über die gesamte vordere Kante der Kapuze einzeichnen, die um die Ösen herumgeht und ca. 1,5 cm unterhalb der Öse mit einer senkrechten
rechten Linie endet. An dieser Linie entlang steppen. Jetzt kann die Kordel auch schon durch die Öse gefädelt werden. Hierfür verwende ich immer eine Sicherheitsnadel, mit der man das Kordelende leichter durch den Tunnel schieben kann. Die Enden der Kordel etwa 20 cm aus der Kapuze ragen lassen und verknoten. Jetzt werden an den vor dem Zusammennähen der Kapuze markierten Stellen für die Knopfleiste an der Kapuze Löcher mit dem 2,5 mm Lochwerkzeug gestanzt. Nun werden die Kappen und die Federteile der Druckknöpfe sowie das passende Werkzeug benötigt. Die Kappen von der Innenseite der Kapuze her einsetzen, in das Creative Tool einlegen, das Federteil draufdrücken und vernieten. Vorne an der Kapuze noch 15 mm Anorak-Druckknöpfe anbringen und damit ist die abnehmbare Kapuze fertig. Für den Kordelzug auf der Taille habe ich einfach Innen-Außenstoff auf jeder Seite eine 11 mm Öse mit 2 cm Abstand zur Knopfleiste angebracht und für den Tunnel Futter und Außenstoff auf einer Linie rundherum abgesteppt in 2 parallelen Nähten. Dann eine Kordel durch den Tunnel durchziehen und diese Anpassung ist auch schon fertig. So einfach ist es, eine Steppweste noch funktionaler zu machen. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung zur abnehmbaren Kapuze gefallen. Wenn ja, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Gerne auch mit Ideen, was ihr ansonsten noch mit dem Primärfreisortiment an so einer Steppweste verändern würdet. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren YouTube-Kanal auch ein Abo hinterlasst und die Glocke aktiviert, um keine zukünftigen Videos zu verpassen.